Wir haben den besten Beweis auf außerirdisches Leben auf dem Mars, den wir je gefunden haben. Denn nur vor wenigen Tagen wurden auf dem Mars Minerale entdeckt, die auf der Erde fast ausschließlich mit Mikroben in Verbindung gebracht werden. Für viele Forscher ist das der stärkste Beweis bisher, dass unser Nachbarplanet einst bewohnt war. In diesem Video zeige ich euch, was genau gefunden wurde und welche Auswirkungen das auf uns Menschen haben könnte. Doch bevor wir mit dem Video starten, würde ich mich freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo dalasst. Das würde mich sehr unterstützen. Die Geschichte beginnt im Jezero-Krater. Entschuldigt meine Aussprache. Dort landet 2021 der NASA-Rover Perseverance. Er wurde genau deshalb dorthin geschickt, weil sich in diesem Krater vor Milliarden von Jahren ein riesiges Flussdelta befand. Mit Wasser, Ton und Sedimenten. Alle Zutaten, die man braucht, damit Leben entstehen und überleben kann. Vor kurzem hat genau dieser Rover Perseverance in einer dieser alten Ablagerungen einen besonderen Gesteinsbrocken untersucht. Darin fanden sich zwei Minerale, Vivianit und Greigit. Und genau hier wird es spannend. Auf der Erde entstehen diese Stoffe fast ausschließlich dann, wenn Mikroben bestimmte chemische Reaktionen durchführen. Vivianit bildet sich beispielsweise, wenn Bakterien Eisen reduzieren. Greigit taucht dort auf, wo Mikroben Schwefel und Stickstoff verarbeiten. Mit anderen Worten, auf unserem Planeten sind diese Minerale direkte Nebenprodukte von mikrobiellem Leben. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, wie sie entstehen können. Manche geologischen Prozesse können ähnliche Spuren hinterlassen, zum Beispiel durch extreme Hitze oder sehr saure Flüssigkeiten. Aber im Mars-Sediment, in dem Perseverance gebohrt hat, passen diese Bedingungen nicht. Stattdessen passen die chemischen Verhältnisse perfekt zu diesem Szenario, in dem tatsächliche Mikroben am Werk waren. Die Wissenschaft ist nun elektrisiert, aber auch vorsichtig, denn eines ist klar: Hinweise sind noch keine Beweise. Die NASA selbst betont, dass man die Proben unbedingt auf die Erde bringen muss, um sie im Labor zu untersuchen. Erst dann kann man feststellen, ob die Minerale wirklich biologische Signaturen tragen. Zum Beispiel durch bestimmte Isotopenverhältnisse oder molekulare Rückstände, die nur von Leben stammen können. Und genau deshalb arbeitet man derzeit an der sogenannten Mars Sample Return Mission. Perseverance sammelt kleine Röhrchen voller Gesteinskerne. Diese Kapseln sollen in den 2030er Jahren von einer anderen Mission eingesammelt und zur Erde gebracht werden. Erst dann, in den modernsten Laboren, wird sich endgültig entscheiden, ob wir hier tatsächlich die Überreste von Leben in den Händen halten. Das Besondere an diesem Fund ist nicht nur die Chemie, sondern auch das Alter. Die Gesteinsschicht, in der Perseverance gebohrt hat, ist jünger, als viele Wissenschaftler es vermutet hatten. Sie ist ungefähr 2 Milliarden Jahre alt. Das bedeutet, der Mars könnte viel länger lebensfreundlich gewesen sein als bisher angenommen. Vielleicht war er über Milliarden Jahre hinweg eine Oase für Mikroben. Und vielleicht sind manche davon sogar heute noch da, tief unter der Oberfläche. Denn eines dürfen wir nicht vergessen: Auf der Erde überleben Mikroben in extremsten Bedingungen. Sie leben in kochend heißen Quellen, in ewigen Gletscherseen und sogar tief unter dem Meeresboden, wo seit Millionen von Jahren kein Sonnenstrahl mehr hingekommen ist. Warum also nicht auch unter der Marsoberfläche? Noch können wir nicht zu 100% sagen, ob der Mars aktuell bewohnt ist oder nicht. Aber der Fund zeigt klar, er war es vielleicht einmal. Und wenn das stimmt, dann bedeutet das, dass Leben im Universum nicht einzigartig ist. Es ist nicht nur ein Zufall auf der Erde, es ist ein natürlicher Prozess, der entstehen kann, wenn die Bedingungen stimmen. Manche Wissenschaftler vertreten die Panspermie-Hypothese. Sie besagt, dass Mikroben durch Asteroiden von einem Planeten zum anderen getragen werden können. Wenn der Mars vor der Erde lebensfreundlich war, könnte es sein, dass die ersten Bausteine unseres Lebens von dort hierher gelangten. Noch sind das alles Hypothesen, aber eines steht definitiv fest: Wir sind eine Antwort auf die Frage, sind wir allein, so nahe wie nie zuvor. Was denkt ihr? Gab es Leben auf dem Mars? Oder vielleicht immer noch? Schreibt es in die Kommentare.